zum allerersten Fukubukuro-Video für 2022. Ja, ich weiß, das Jahr ist noch nicht vorbei, aber die Fukubukuros sind schon da und deshalb möchte ich euch nicht länger warten lassen und euch die Fukubukuro gleich zeigen, denn mir haben ja einige geschrieben, dass sie sich auf die Fukubukuro-Videos freuen. Hey, das freut mich. Deshalb habe ich auch etwas Motivation, diese Videos jetzt zu machen und zu schneiden. Und ja, ich fange mit dem an, was wahrscheinlich am längsten werden wird, denn wie ihr eventuell hinter mir schon sehen könnt, da steht nicht nur eine Tüte, sondern ganze 4 Stück. Und ja, die möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Wer mich kennt, das sind die Fukubukuro von Access Fam und ja, das ist mein Lieblingsmodelabel hier in Japan. Auch das Kleid und die Kette und die Ohrringe sind davon, weil ich habe mich in den letzten Jahren von dort ziemlich eingedeckt. Mein halber Kleiderschrank besteht inzwischen aus Access Fam und ja, ich hole mir auch jedes Jahr die Fukubukuro. Und warum kann ich euch dieses Jahr so viele zeigen? Ich habe natürlich nicht alle gekauft. Das geht dann noch ein bisschen über mein Budget. Aber ich habe ein paar liebe Kunden, die mir erlaubt haben, ihre Tüten zu zeigen. Vielen Dank dafür. Das freut mich sehr. Und ja, deshalb habe ich heute die Chance, euch 4 verschiedene Access Fam Fukubukuro zu zeigen. Und ja, wir fangen an mit meiner. Ich habe mir die ganz normale von Access Fam dieses Jahr geholt. Ich habe lange überlegt, ob ich mir auch die von Poetic hole. Aber ja, Budget, weil eine dieser Tüten kostet ungefähr 100 Euro. Und da ich mir noch andere Fukubukuro geholt habe, habe ich gesagt, wir bleiben erstmal bei der einen. Und wenn irgendwas richtig Schönes drin ist, kann ich mir die von Poetic später noch holen. Aber es war gut, dass ich sie mir nicht gekauft habe. Ich spoilere schon mal vor. Wir fangen aber jetzt erst einmal an mit der ganz normalen. Und das ist diese rote Tasche hier. Die ist wie immer schön verpackt, kann man auch später noch als Shopping-Bag und Sachen verwenden. Mache ich mit meinen alten Taschen auch. Inzwischen habe ich 3, 4 von diesen roten Taschen. Alle mit ein bisschen anderem Stoff. Die letzten waren, glaube ich, aus Filz. Also wirklich sehr praktisch. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt 3, 4 gebrauchen kann. Da werde ich eventuell irgendwann mal welche abgeben. Aber ja. Das ist die normale Fukubukuro von Access Fam. Die kostet Ichiman 10 Yen, grob um die 100 Euro sind. Und es sind 5 Sachen enthalten und die möchte ich euch jetzt erstmal kurz zeigen. Wieder Info vorab, ich habe alle Tüten schon mal aufgemacht und die Klamotten aus den Folien geholt, weil jedes Stück einzeln in einer Folie eingepackt ist. Lassen wir den Kommentar dazu. Und ja. Damit es jetzt einfacher ist, habe ich schon mal alles ein bisschen vorsortiert und mir schon mal alles angeguckt, damit ich weiß, worüber ich reden kann. Und ja, wir fangen an. Nämlich das, was oben drauf liegt, das ist einmal ein Kleid. In der Vorschau waren sie dieses Jahr etwas zögerlich. Mir war es eigentlich so bekannt, dass immer so nach und nach ein paar Häppchen auf Instagram und Co. geworfen werden, wie die Sachen aussehen, was drin ist. Am Anfang haben sie immer Silhouetten von den Kleidungsstücken gezeigt, dann ein paar Muster und dann haben sie meistens sogar ein ganzes Video gemacht von den einzelnen Kleidungsstücken. Das gab es dieses Jahr gar nicht, was mich sehr, sehr verwundert hat. Es kam irgendwann, ohne Ankündigung oder irgendwas, waren auf einmal halt ein paar Bilder auf der Internetseite zu dem Fukubukuro. Und nichts weiter. Das hat es natürlich dieses Jahr etwas spannender gemacht, was in den Fukubukuro drin ist. Ich hatte ein wenig Angst aufgrund der Farben, weil von der Internetseite hatte ich vermutet, dass alles, was oben ist, in einer ist und alles, was unten ist, in einer ist. Und die Farben waren nicht ganz passend, aber sie haben es zum Glück farblich abgestimmt. Das heißt, ich bin mit den Farben ganz zufrieden. Und ja, ich fange an. Als erstes haben wir ein Kleidchen. Das sieht so aus. Das ist in der Farbe Braun, hat oben ein paar Träger, also man kann es im Sommer und im Winter tragen, das heißt man kann einen Pullover drunter ziehen oder ein T-Shirt, was ich immer ganz, ganz praktisch bei Kleidern finde, damit man sie halt das ganze Jahr übertragen kann. Wenn ich sowas wie hier habe, das kann ich halt im Sommer nicht anziehen, weil das ist ein fester Pullover. Das ist nur was für den Herbst und für den Winter. Und wie gesagt, hier sind wir jahreszeitlich unabhängig. Braune Farbe. Noch ein Gürtel mit dabei und ein Ersatzknopf. Und ja, schöne Länge. Ich werde euch meine Fukubukuro noch angezogen zeigen, deshalb sage ich mal nicht so viel dazu.
ja, das ist Nummer 1, ein Kleid. Dann Nummer 2 ist ein Rock, der immer jedes Jahr mit dabei ist. Ist auch ziemlich weit. Allerdings bin ich ganz ehrlich, mir gefällt dieser Ansatz, Spitzenansatz hier unten nicht. Ich hätte ihn persönlich lieber unten drunter gesetzt und nicht oben drauf. Aber naja, vor allen Dingen ist die Spitze ziemlich langweilig. Hätte man schöner machen können, aber wie gesagt, Fukubukuro muss man mit rechnen. Vor allen Dingen bei solchen, wo die Klamotten wirklich nur für die Fukubukuro produziert werden, dass die Qualität etwas unter dem normalen Level liegt, weil es halt billige Klamotten sind. Normal kostet bei Axis ein Mantel um die 100 Euro. Hier bekomme ich eine ganze Tüte mit 5 Kleidungsstücken für 100 Euro. Also muss schon etwas Abschnitt gemacht werden. Ansonsten finde ich den Rock ganz schön, nur die Spitze ist halt etwas, ich sag mal, langweilig. Mal schauen, wie gesagt, ich zeige ihn euch noch angezogen. Er ist auf jeden Fall ziemlich weit, was ich sehr schön finde. Dann haben wir hier noch einen Pullover, der ist ziemlich Standard. Ich habe auch schon jede Menge von diesem Pullover. Ganz einfach und weiß. Oben mit einem hübschen Kragen und ein bisschen Spitze und hinten einen Knopf zum Zumachen, damit es auch schön sitzt. Gesagt, ich habe schon jede Menge von solchen Pullovern, entweder mit Perlen oder sonst was. Da ist man immer relativ flexibel und es sieht auch schön aus. Unter anderem für unter diese Kleidchen zu tragen. Deshalb, ja, ein Standard-Pullover, ganz nett. Und dann noch ein kuscheliger Pullover. Ist hier in Braun drin. Der ist auch sehr, sehr weit. Das ist wirklich was für den Winter. Und er ist hinten ganz schön. Der hat hier so eine Art kleines Schleifenmuster drin. Ich hätte es mir gerne ein bisschen größer gewünscht. Also hier so richtig schön weit und nicht so ein bisschen klein. Aber ganz schön. Kann man schön drüber ziehen. Und ja, fühlt sich auch schön warm an. Also was für den Winter. Und dann natürlich noch das größte Teil in der Fukubukuro. Das ist immer ein Mantel. Ich habe aufgrund dessen jetzt schon jede Menge Mäntel von Axis, weil jedes Jahr in der Fukubukuro ein neuer drin ist. Und ja, das ist dieses Jahr dieser hier mit einem ganz einfachen Design, einem ganz einfachen Kragen und ohne irgendwelche Schnickschnack geht es hier nach unten. Er geht ziemlich weit, hat ein paar Taschen mit Knöpfen hier zu sehen. Und ja, die Ärmel sind auch hübsch gemacht. Ja, ein Mantel in einer Art weiß-creme-grau. Ja, die Farbe. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt ein bisschen mehr, wenn ich die Sachen anziehe. Also, auf geht es! So, dann haben wir hier das erste Set. Das ist einmal der Pullover. Der ist wirklich sehr schön weit, der passt mir sehr gut. Hat auch eine schöne Ärmellänge, also es geht bis hier runter. Hat hier quasi auch ein bisschen was Rüschenmäßiges, was sehr süß ist. Und halt hier oben auch. Die Spitze noch ein bisschen runterklappen. Und hinten, wie gesagt, mit Knopf. Der ist übrigens so weit, ich musste ihn noch nicht mehr aufmachen. Und ja, dann das Kleidchen, was gerade so in meiner Größe passt, aber es passt. Hier mit einem extra Gürtelband, wo man sich eine Schleife binden kann. Hier sind 3 Knöpfe mit dabei. Und ja, es geht relativ weit runter. Das ist ganz nett. Ich mag eigentlich die Größe so, wie sie ist. Mein übliches Problem, es sieht hinten nicht so ganz hübsch aus. Ich habe hier meine Falte, aber das liegt an mir und nicht am Kleid. Also ich finde es echt ganz hübsch. Das gefällt mir so, wie es ist. Das ist eine schöne Kombi. So, dann einmal gewechselt zum Rock mit dem Pullover zusammen als Kombi. Da könnt ihr den Pullover auch nochmal ein bisschen mehr sehen. Und ja, der Rock ist, wie gesagt, im Prinzip ganz süß. Ich mag die Farbe, ich mag auch das Muster. Allerdings, ja, die Spitze unten ist jetzt nicht so mein Ding, aber es sieht trotzdem ganz niedlich aus. Größenmäßig, mir ist der Unterrock ein wenig zu klein, der spannt etwas, der Rock selbst geht, aber ja, eigentlich auch ganz süß, kann man anziehen. Yay! So, hier nun der braune Pullover dazu, wie gesagt, der ist ziemlich weit,
Geht unten ein bisschen enger, aber passt eigentlich super gut. Ist auch hier ein bisschen weiter. Man hat hier so runterhängende Ärmelchen. Und ja, wie gesagt, hinten ist halt die schöne Schnürung, die ich mir ein bisschen größer wünschen würde, damit es noch ein bisschen hübscher aussieht. Aber ja, auch ganz süß und kann man auch zusammen mit dem Rock anziehen. Also auch eine gute Kombi. So, und dann zum Schluss auch noch der Mantel. Wie gesagt, der ist ganz schlicht, geht ganz einfach nach unten. Hat ein paar ganz normale Taschen, keine weiteren Verzierungen. Hier an den Ärmeln sind diese kleinen Rüschen gemacht. Damit er auch schon warm hält, ist aber auch genug Platz, um Sachen drunter zu ziehen. Und ja, Kragen ist auch ganz normal. Und man knöpft ihn zu und ja, er ist riesig. Also ich muss sagen, selbst für mich finde ich ihn ziemlich groß. Das ist wirklich erstaunlich, weil bei dem Fukubukuro Mente muss ich mal gucken, ob nun die Größe passt oder nicht. Und ja, gesagt, er ist groß. Ich könnte hier hinten ein paar Abnäher machen, damit er ein bisschen hübscher aussieht, ein bisschen mehr taillierter sitzt. Aber naja, er sieht von hinten halt einfach runtergehend aus. Ja, aber wie gesagt, er ist ganz schön, er ist schön warm. Man kann ihn schön ordentlich zumachen im Winter, damit man draußen nicht friert. Und ja, er ist ganz süß und ich finde auch die Farbe mal ganz nett. Mal was anderes als braun und schwarz zum Tragen. Warum nicht? Ja, das waren die ersten Sachen von der Axis Femme Fukubukuro, von der normalen. Und ihr seht, ich habe hier noch eine von diesen roten stehen. Und wenn ihr euch fragt, hä, warum noch eine? Bei dieser und bei der Poetik gibt es zwei verschiedene Farbvarianten. Wie ich schon gesagt hatte, es gab ein paar Bilder als Vorschau. Und ja, ich habe hier noch eine Tüte mit der anderen Farbvariante und die werde ich euch einmal zeigen. Die werde ich nicht nochmal extra anprobieren, da sie meiner Kundin gehören. Es sind nicht meine Sachen, aber ich darf sie euch hier zeigen. So, ich nehme mir die Sachen erstmal so raus, wie sie da sind. Also fangen wir diesmal an mit dem Rock. Der war an der anderen hier in Pink. Und in der anderen Farbauswahl ist er hier in einem Grünton. Mal was ganz anderes. Ich mag kein Grün, also absolut nicht meine Farbe. Ich gehe dann hier eher fürs Pinke. Aber ich finde das Design eigentlich ganz hübsch mit dem Grün und den gelben Blumen. Aber auch allerdings hier das Thema mit der komischen Spitze. Die ist wirklich nicht ganz so meins. Und naja, dann hier das Kleid. Das hatten wir vorher in Braun. Und in der anderen Tüte ist es in Grau. Das finde ich farblich auch ganz hübsch. Wie gesagt, ist genau das gleiche Kleid, halt nur in einer anderen Farbe. Was ich, ja, würde ich auch nehmen, die Farbe, ob braun oder grau, finde ich beides ganz hübsch. Das passt schon, das ist sehr, sehr hübsch. Dann sind auch hier noch zwei Pullover enthalten. Der Pullover, der in der anderen in weiß drin war, ist hier in einem Türkisgrün drin. Wer die Farbe mag, warum nicht? Kann man auch gut mit dem grauen Kleid kombinieren. Auf den grünen Rock würde ich es, glaube ich, nicht anziehen. Aber wie gesagt, nicht meine Farbe. Ich glaube, es ist auch relativ schwer, das zu kombinieren mit anderen Sachen, wenn man nicht wirklich was in dieser Farbe hat. Ansonsten mit weiß und schwarz und grau. Und ja, das ist der Pullover. Und der andere Pullover ist dann einfacher zu kombinieren, denn der war in der anderen in braun drin und hier ist er in weiß. Was natürlich auch ganz schön ist, was man halt überall zu anziehen kann, ob nun zum grünen Rock oder zum pinken Rock. Alles ganz einfach und auch hier ist hinten die Musterung mit den Schleifen drauf. Also auch ganz praktisch und auch sehr schön weich. Und der Mantel, der in der anderen Fukubukuro in einem weiß-cremefarben drinne ist hier in der in schwarz. Also auch nochmal genau derselbe Mantel, nur halt in der anderen Farbe. Ja, das ist der Unterschied zwischen den zwei Fukubukuro von Axis Femme. Als nächstes kommen wir zu der von Poetik. Die normale Axis Femme, die ich gerade hatte, und die Poetik kann man im Laden kaufen und vorreservieren oder halt auch online. Im Gegensatz zu der grünen hier, die gab es nur online, deshalb mache ich erstmal die man auch im Laden holen kann.
Die Axis von Poetique ist ein klein wenig teuer, also so grob 15 Euro mehr. Und hier ist im Prinzip auch 5 Sachen enthalten. Auch wieder ein Mantel und ein paar andere Sachen. Und ja, wir schauen mal rein. Auch hier werde ich euch die Sachen nur so zeigen, weil es nicht meine Sachen sind. Das heißt, die werde ich nicht anprobieren. Aber dadurch könnt ihr auch schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was drin ist. Hier fange ich gleich mal beim Mantel an, weil der so schön da liegt. Bei der Vorschau von der Fukubukuro, von den Bildern, war ich bin ehrlich ein klein wenig enttäuscht, als ich sie gesehen habe, weil bei dem Mantel habe ich mir gedacht, der sieht genauso aus wie der vom letzten Jahr. Und B, bei den Designs vom Kleid und dem Jäckchen gedacht, das sieht aus wie vor ein paar Jahren mehr. Als ich meine erste Fukubukuro geholt habe, war da nämlich auch das gleiche Design ungefähr in die Richtung drauf. Und gesagt, Kreativität. Er sagt, ich war ganz froh, dass ich sie mir nicht bestellt habe, weil sie dieses Jahr nicht so ganz besonders aussah. Der Rock hatte Interesse für mich geweckt, aber am Ende auch nicht. Also fangen wir mal an. Hier erstmal der Mantel. Der hat so einen Sailor-Kragen, also hintenrum einmal. Und wie gesagt, genau so einen Kragen hatte der Mantel auch letztes Jahr. Ich blende euch mal kurz ein Bild ein vom letzten Mal. Hat hier auch ganz einfache Ärmel und ist ein bisschen weitlich geschnitten, damit man halt unten auch was schön drunter tragen kann, einen schönen Rock. Und ja, ganz hübsch. Aber wie gesagt, ich habe den schon. Also wenn man jedes Jahr die Poetique kauft, ist das, naja, wirklich deprimierend, weil man dann den gleichen Mantel noch einmal hat. Außer man wechselt halt die Mäntel jedes Jahr, aber ich weiß nicht, wie viele Leute das machen. Ich habe diesen Mantel nämlich sowohl in schwarz und auch in weiß aus dem letzten Fukubukuro. Und ja, er ist quasi genau so noch einmal drin. So, dann kommen wir zum Kleid. Das gibt es auch in 2 verschiedenen Farbvarianten. Diesmal hier ist die Farbvariante in Grün. Das ist oben relativ einfach geschnitten. Ganz normal, auch hier kann man wieder Pullover, T-Shirt runterziehen. Und ja, das Interessante ist unten das Muster. Das ist quasi, ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr es sehen könnt, ist quasi mit Rehen, Eichhörnchen und Hasen. Also so ein bisschen, naja, Natur und so. Wie gesagt, das hat mich ganz stark an eine alte Fukubukuro erinnert. Ich habe das Kleid gerade mal rausgeholt. Das war ebenfalls natürlich komplett anders aufgebaut, mit anderen Trägern und anderer Farbe. Aber wenn ich hier unten das Design angucke, habe ich hier auch wieder Hasen. Das hat mich ein bisschen an die alte Fukubukuro auch erinnert. So kreativitätmäßig. Finde ich das natürlich schöner. Ich habe dieses Kleid übrigens zweimal. Das werde ich demnächst auch einmal verkaufen, weil ich es mit einer anderen Farbe geholt habe. Ich habe es einmal in Blau und ich habe es letztendlich in Lila geholt. Das Blaue werde ich demnächst irgendwann mal verkaufen. Wer was haben möchte. Ich werde den Verkauf irgendwo auf Instagram ankündigen. Und ja, zurück zum Thema. Wie gesagt, hier ist das Kleid in Grün drin. Sieht ganz süß aus, aber ist nicht ganz mein Geschmack. Selbst in einer anderen Farbe würde ich es mir, glaube ich, nicht so kaufen. Ich meine, die Tierchen sind süß, aber nicht ganz so meins. Und das Häschen-Design geht hier weiter. Ist nämlich ein Cardigan mit dabei. Der hat ein kleines Hasenlogo. In der Farbe. Dünnes Strickjäckchen, was man über das Kleidchen dann drüber ziehen kann. Ist ganz niedlich. Kann man anziehen. Würde ich mir mit einem anderen Logo auch kaufen. Ich meine, das Hasenlogo ist auch nicht schlecht. Wird wahrscheinlich auch zu meinem Kleid passen. Aber ja, das ist ein kleiner Cardigan. Und zum unter das Kleid ziehen ist eine Bluse mit dabei. Die kann man natürlich auch anders anziehen. So ist es nicht. Aber wie gesagt, dass man das Set passend hat, ist hier eine Bluse dabei. Auch mit einer Art fast Sailor-Kragen. So ähnlich wie beim Mantel. Der läuft hier allerdings spitz runter, was ich eigentlich ganz niedlich finde. Ein Spitzenkragen, auch mit ordentlicher Spitze. Also
Nicht so was Langweiliges, auch was Schönes dabei. Kann man hier einmal sehen. Und es ist hier auch ein Band enthalten, was man sich noch umbinden kann, um den Nacken drumherum und eine kleine Schleife machen kann. Die ist ganz süß, die Bluse. Ja, so die Schleife. Und dann kann man hier noch das Schleifchen drum binden. Und last but not least der Rock. Auf den hatte ich mich von der Vorschau her ein bisschen gefreut, weil man hier diese Schleifen gesehen hat. Allerdings, ja, er sieht nicht schlecht aus. Man muss das Design mögen. Und ich muss sagen, er geht nicht allzu weit auseinander. Ich glaube, er würde mir gerade so passen, wenn überhaupt. Also ich glaube, der ist ein bisschen kleiner gehalten. Und ja, wie gesagt, man muss das Design mögen. Also ich mag die Schleifen dran, aber er geht halt ziemlich einfach nach unten. Kann man halt so bis an bestimmten Sachen kombinieren, aber meins ist es auch nicht ganz. Aber ja, Rock. Wie gesagt, die Poetiktasche ist dieses Jahr nicht so meins. Es ist nichts dabei, was ich nachkaufen würde. Leider. Weil normal kaufe ich mir jedes Jahr irgendwas nach. Aber dieses Jahr nicht. Aber wir werden sehen, wie es dann nächstes Jahr wird. Vielleicht ist sie dann besser und hat schönere Sachen drin. Außerdem ist es ja auch alles Geschmackssache. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Deshalb. Man muss sich halt jedes Jahr überraschen lassen und dafür sind die Fukubukuro ja auch da. So, last but not least, die letzte Tasche. Das ist diese. Das ist die, die man nur online kaufen kann. Das ist die Only Online Shop Access Femme Fukubukuro, die mir in den letzten Jahren nie gefallen hat. Also ich habe, glaube ich, aus der Access Online Fukubukuro noch nie irgendwas nachgekauft, weil die Sachen fand ich immer hässlich. Ich bin ganz ehrlich, ich fand sie letztes Jahr ganz, ganz hässlich. Und dieses Jahr habe ich diese Fukubukuro bekommen und ich habe sie angeguckt und ich dachte, oh, die ist ja ganz schön. Ich habe mir schon ein Stück nachgekauft. Ich werde mir wahrscheinlich noch 2 weitere Stücke nachkaufen. Und ja, ich zeige es euch jetzt mal. Das ist die Online Fukubukuro. Die kommt in diese türkisblauen Tasche, die schon mal nicht meine Farbe ist. Wahrscheinlich ein Grund, warum ich da auch ein bisschen meine Abneigung zu habe. Und ja, innen drin ist sie aber ganz schön. Diese Fukubukuro kommt nur in einer Farbe. Das heißt, die anderen kommen alle in verschiedenen Farben und diese gibt es nur in einer. Was ein bisschen schade ist, weil unter anderem wir fangen mit dem Kleid an, was ich echt schön finde. Aber es ist blau und ich mag blau überhaupt nicht. Würde es dieses Kleid in einer anderen Farbe geben, ich würde es sofort nachkaufen. Aber naja, hier ist unser Kleid. Yay. Ja, also wie gesagt, es ist schön. Ich mag die Rüschen hier an der Seite mit den kleinen Schleifchen und das Blumenmuster. Es ist schön lang. Ich mag inzwischen lange Kleider sehr, sehr gerne. Und ich mag auch dieses Muster, was da drauf ist. Kriegen wir es scharf? Da. Ich mag auch dieses Muster mit den Blumen und der Spitze, die da entlang geht. Das Kleid ist wirklich sehr, sehr toll. Aber halt wirklich leider nicht meine Farbe. Ich weiß, mir sagen viele, dass mir blau steht, aber ich mag blau halt nicht. Es ist halt... Es sieht zwar eventuell hübsch an mir aus, aber ich mag die Farbe trotzdem nicht. Bitte, Access, bringt das Kleid in eine andere Farbe das nächste Mal raus. Es ist süß. Und ich glaube, es ist auch relativ weit hier. Man kann es schön dehnen. Da passen auch ein paar größere Größen rein. Das ist wirklich sehr, sehr schick. Dafür gefallen mir alle anderen Sachen. Nicht alles würde ich nachkaufen, aber die anderen Sachen finde ich ganz toll. Wir machen mit dem Rock weiter. Der hat auch ein wunderschönes Blumenmuster. Ist in einem rosa, lila, flieder, braunen Ton gehalten. Hat hier oben ein bisschen Spitze. Und ja, ist auch schön lang. Und ja, das ist das Teil, was ich mir bereits nachgekauft habe. Ich habe es gesehen und habe gedacht, oh Gott, den muss ich haben, der ist schön. Und den habe ich mir sehr, sehr günstig nachgekauft. Wie gesagt, den finde ich echt toll. Ein wunderschöner Rock. Auf den freue ich mich, ihn dann anzuziehen. Er ist relativ dünn. Das heißt eher was für den Frühling und Sommer. Sagt, der ist toll, der gefällt mir.
So, passend dazu gibt es hier einen Pullover, einen etwas wärmeren Pullover. Ein dünner, warmer Pullover, also ein, ja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ein Wollpullover für den Winter, aber der ist relativ dünn. Und ich finde dieses kleine Schleifchen hier vorne eigentlich ganz süß. Der gefällt mir eigentlich auch sehr. Passt farblich hier mit diesen lila Streifen unten und oben auch zum Rock. Hat hier unten auch eine kleine Verengung, damit die Arme schön warm bleiben. Und hat hier auch noch ein kleines Muster runtergehend. Also den finde ich echt süß. Der ist noch auf meiner Nachkaufliste. Den möchte ich gerne noch haben. Den werde ich mir noch holen. Der ist ganz, ganz niedlich. Und passend dazu, auch hier ist ein Jäckchen dabei. Der weicht farblich auch ein bisschen ab. Geht mir in die lila Richtung, kann man aber trotzdem immer noch kombinieren. Das ist ein Cardigan mit Knöpfen und süßen Perlen und ja, Muster drauf. Der ist auch ganz süß. Hat hier auch wieder eine Verengung unten, damit die Arme warm bleiben. Und ja, der gefällt mir auch sehr. Der ist auch mit auf meiner Einkaufsliste. Also ich hätte mir von der Online-Fukubukuro 3 Sachen nachgekauft, wo ich in den letzten Jahren fast gar nichts von gekauft hätte. Und ja, von der Politik ist ja gar nichts. Dann sind in der Online-Fukubukuro noch 2 Oberteile drin. Das ist nämlich der große Unterschied. Diese kostet ebenfalls 11.000 Yen, also knapp 100 Euro. Allerdings ist hier kein Mantel dabei. Dafür allerdings halt 6 verschiedene andere Sachen. Und ja, dann haben wir hier noch einen Pullover. Der ist auch ziemlich Standard. Der hat oben quasi ein Spitzenmuster. Davon habe ich auch schon einige da. Das ist so der typische Standardpullover, den man auch unter das Kleid runterziehen kann oder auch so. Hier seht ihr schon irgendwo den Knopf durchschimmern. Alle Sachen kommen übrigens mit Ersatzknöpfen, wenn Knöpfe dran sind. Also man hat immer einen Ersatzknopf und hinten kann man es halt mit Knopf zumachen. Ja, ein einfacher, simpler Pullover für die Standardkollektion, den man halt immer benutzen kann. Und dann ist noch ein Oberteil mit dabei, was ziemlich weit ist. Weit und dünn. Ist in schwarz und hat hier oben auch wieder Spitze. Ja, kann man entweder so anziehen und einen Rock drunter oder man kann das Oberteil in den Rock reinmachen oder man kann es unter das Kleid anziehen. Also auch vielfältig verwendbar, also noch so ein Standardoberteil. Und wie gesagt, es ist extrem weit und geräumig. Das kann man sehr gut nutzen, also das sieht auch ganz nett aus. Ja, das waren die 3 verschiedenen Fukubukuro von Axis Femme. Es gibt noch 2 weitere. Das eine ist die Axis Femme Fukubukuro für Kinder. Die werde ich nicht kaufen. Und dann gibt es noch die Axis Femme Kawaii Fukubukuro, die mir leider jedes Jahr zu teuer ist. Ich finde die Kawaii-Sachen echt toll. Aber diese Fukubukuro kostet über 200 Euro mit, ich glaube, 4 Teilen drin. Und ja, ich kaufe mir die teuren Sachen dann doch lieber direkt im Laden und lasse mich da nicht überraschen. Allerdings gefällt mir das Kleidchen aus der Kawaii Fukubukuro, die werde ich wahrscheinlich noch nachholen. Da war zudem noch ein kleines Cape in Rot drin, was auch ganz niedlich war. Also sie haben in der Kawaii Fukubukuro schon schöne Sachen, aber die kosten leider auch ganz schön. Ja, das war das erste Fukubukuro-Video. Meine Kamera zeigt schon irgendwas über 30 Minuten an. Ich entschuldige mich, dass es so lang geworden ist, aber ich konnte euch hoffentlich auch jede Menge zeigen. Es wird natürlich noch ein paar weitere Fukubukuro-Videos geben, da ich mir noch einige andere gekauft habe. Und ja, das war erst der Anfang. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne ein paar Däumchen hoch und Kommentare da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir auch ein Abo da und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und bis zum nächsten Video. Bis bald!